Überraschung. Becky, wo kommst du denn her? Wenigstens erkennst du mich noch. Happy Birthday. Sehr lieber so ein Blind Date. Der Nächste, der durch die Tür reinkommt. Glaubst du an Schicksal? Klar. Ich auch. Kim ist meine Tochter. Aber was weiß ich schon von ihr? Das tut weh. Sie müssen entschuldigen, ich lasse mich normalerweise nicht so gehen. Eigentlich schade. Diese Seite gefällt mir sehr gut an ihm. Ich würde gern mehr davon sehen. Was fällt Ihnen ein? Wow, ich hatte ja ganz vergessen, wie leidenschaftlich Sie sein können. Herrje, die Tür geht wirklich nicht auf. Glauben Sie vielleicht, ich habe das inszeniert, um hier allein sein zu können mit Ihnen? Scheiße, verdammt! Was denn? Haben Sie sich verletzt? Lassen Sie mal sehen. Nein, es ist nichts passiert. Es ist überhaupt nichts passiert. Gut. Ist gar nichts passiert. Prost. Du, ich hab doch glatt im Internet eine neue Yoga-Übung gefunden. Echt? Mhm, das halbe Hähnchen. Hat ein bisschen was von der wilden Schildkröte gepaart mit der schielenden Kuh. Geil. Mach mal vor. Nee, muss ich mich erst für warm machen. Na, das würde auch nichts nützen. Ach, warum? Weil du viel zu ungelenkig bist. Haben wir ja letztens gesehen. Ich hör von Ja. wegen. Doch. Du kannst ja noch nicht mal seine Fußspitzen berühren. Klar, das kann doch jeder. Ach ja? Dann mach doch mal vor. Okay. Da bin ich mal gespannt hier. Ja. Ja. Gut, ich hätte ein bisschen weniger essen sollen jetzt. Jetzt zeig ich dir mal, wie das geht. Okay. Was ist los? Hast du dich gezerrt? Nein, ich hänge mit meinem Ohrring an deinem Pulli fest. Echt? Sag mal. Oh, nein, das tut weh. Lass mich das machen, ja? Vorsichtig. Ja, gleich kommt's. Ja. Helena, hi. Rebecca? Hey, Kim! Ich habe gehört, dass du da bist, aber warum hast du mir nicht gesagt, dass du kommst? Da wäre es ja keine Überraschung mehr gewesen. Wie lange bleibst du denn? Es hängt davon ab. Erzähl ich dir ein andermal. Jetzt muss ich erst mal die Polizei anrufen, damit sie diesen Vollidioten finden, der mein Motorrad geklaut und dann zu Schrott gefahren hat. Bitte nicht. Bitte. Keine Polizei. Warum nicht? Ich habe es ihm erlaubt. Wie bitte? Du leihst irgend so einem dahergelaufenen Typen meine Maschine. Sag mal, hast du sie noch alle? Emilio ist nicht irgendein dahergelaufener Typ, wirklich nicht. Er konnte doch nicht wissen, dass die Bremsen kaputt sind. Ach so. Jetzt bin ich auch noch schuld, dass er das Ding gegen die Wand gefahren hat. Hey, er hätte bei dem Unfall sterben können. Das Einzige, woran du denkst, ist dein Motorrad. Ja, richtig. Es war mein Motorrad. Und wenn der Typ das Ding nicht geklaut hätte, ja, dann wäre mir auch nichts passiert. Sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Dann kauf dir halt ein neues, du hast wirklich genug Geld. Du kapierst wirklich überhaupt nichts. Kim? Rebecca, hey, was macht ihr denn? Bex ist sauer. Rebecca. Ich heiße Rebecca. Rebecca ist sauer, weil ein Freund von mir ihr Motorrad zu Schrott gefahren hat. Wird die Reparatur denn sehr teuer? Mann, hier geht's nicht ums Geld. Dass du dir das nicht vorstellen kannst, das wundert mich echt nicht. Also hör mal, wie redest du denn eigentlich mit mir?
Sie da eigentlich? Reden Sie nicht mit mir. Nicht mal beruflich? Ich sehe mir die Chronik an. Ob ich irgendwas finde, was ich für Ihre Rede verwenden kann. Sagen Sie, Frau Wolf, machen Sie eigentlich nie Feierabend? Doch, aber normalerweise verbringe ich den bei meiner Familie. Aber das geht jetzt ja nicht. Tja. Vielleicht noch ein Glas Wein? Nein, ich möchte keinen... Sie haben da... Was denn? Oh, Oh, da ist jemand. Hallo? Hallo, wir sind hier drin. Auf Landstein! Vicky, ich hol dich raus! Thomas. Hier bist du. Ich habe mir Sorgen gemacht. Zum Glück hatte Elisabeth eine Ahnung, wo du bist. Graf Landstein, alles in Ordnung mit Ihnen, Frau Wolf? Ja, ich bin so froh, dass ihr endlich gekommen seid. Aber wie konnte das denn passieren? oh, merkwürdigerweise ist der Griff von der Tür abgefallen und dann waren wir hier eingeschlossen, aber es hat sich gelohnt. Ach, Ja, wir haben wertvolle Informationen gefunden über das Leben der Lahnsteins im 17. Jahrhundert. was Sie nicht sagen. Na, da werde ich meine Frau mal wieder mit ins 21. Jahrhundert nehmen. Schönen Abend noch. Ich begleite Sie nach draußen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass Jessica mir mitten im No Limits... Können wir bitte über was anderes reden? Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, du bist eifersüchtig. Na gut, ich bin eifersüchtig und schön, dass dich das so freut. Ich finde das süß. Ich meine, so abwegig ist es ja nicht. Immerhin hattest du schon mal was mit ihr. Ja, aber es war eine einmalige Sache und da waren wir noch nicht zusammen. Scheint Jessica aber nicht zu stören. Wie sie dich immer angrebt, das ist so billig. Es ist doch egal, was sie tut. Sie interessiert mich nicht. Natürlich ist er interessiert. Das konnte ja auch keiner übersehen. Wie? Du meinst, als du unten an seiner Hose... Quatsch. Aber ich sehe doch, wie der mich immer anguckt, als ob er sich fragen würde, was ich drunter trage. Also so oft wie du hier in Unterwäsche rumläufst, weiß er das eh schon ziemlich genau. Trotzdem lässt ihn der Gedanke nicht los. Ich meine, vielleicht glaubt er ja selbst, dass seine Birne Helene ihn glücklich macht, aber insgeheim mache ich ihn wahnsinnig. Natürlich macht sie mich wahnsinnig. Ich mal wissen, wie lange sie die Nummer mit dem Ohren geübt hat. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und du, der traue ich alles zu. Findest du es nicht komisch, dass sie überall da auftaucht, wo du auch bist? Nee, wir wohnen zusammen. Aber im No Limits hängt sie auch ständig rum. Ich wette, sie lauert dir auf. Und selbst wenn, ist doch egal. Sie interessiert mich nicht. Aber du verbringst trotzdem Zeit mit ihr. Ja, soll ich denn weglaufen? Ich finde sie lustig und wir verstehen uns irgendwie. Selbst wenn ihr zwei euch ganz gut versteht und er sich manchmal vorstellt, was du drunter trägst. Er liebt Helena. Kapier das endlich. Tatsache, aber kein Hindernis. Ja, und selbst wenn du es irgendwann mal schaffst, sich zwischen die beiden zu drängen, willst du schuld sein, dass deren Beziehung kaputt geht? Bist du doch auch bei Hagen und deiner Schwester. Das kannst du ja nicht vergleichen. Wieso? Du hast so lange nicht locker gelassen, bis die beiden sich getrennt haben. Ich habe nichts gemacht. Und Hagen und Marlene haben auch gar nicht zueinander gepasst. Daniel und Helena passen doch auch nicht zusammen. Das muss er jetzt nur noch einsehen. Ich will nur dich. Glaubst du mir das? Naja, du kannst mich ruhig ein bisschen mehr davon überzeugen. Nichts leichter als das. Was genau ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also ich meine, solange das Motorrad in der Reparatur ist, nimmst du dir einfach ein anderes Fahrzeug aus der Garage. Ja, klar. So machst du das auch immer, oder? Ja, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Ich habe übrigens schon gehört, dass du jetzt mit Tristan zusammen bist. Was willst du denn jetzt damit sagen? Nichts, nur dass du dir um Geld weiterhin keine Sorgen machen musst. Du glaubst, ich bin nur mit deinem Bruder zusammen, weil er reich ist? Das hast du jetzt gesagt. Geld bedeutet mir überhaupt nichts. Du hast ja auch genug davon. Ich kann tun und lassen, was ich will.
Ich kann ins Bett gehen, mit wem ich will, und ich kann zusammen sein, mit wem ich will. Dann ist es mit dem Motorrad geklärt? Wenn du damit wissen willst, ob ich zur Polizei gehe, nein, tue ich nicht. Danke. Das wäre ja noch schöner. Kim hat das Motorrad nur verliehen und das ohne böse Absicht. Ist ja schön, dass ihr so großzügig mit anderen Leuten Eigentum seid. Vielleicht solltest du dir ja mal ein Beispiel daran nehmen. Du, für euch ist es vielleicht okay, sich auf Kosten anderer zu bereichern, ja? Aber wenn sich jemand was nimmt, was ihm nicht gehört, ist es für mich immer noch Diebstahl. Was war das denn? Ich bin so froh, dass du mich gefunden hast. Ja. Ich hätte dich da schon nicht versauern lassen. Auch ein Bier? Ich nehme einen Schluck von dir. Immerhin habt ihr es euch ja gut gehen lassen. Edler Wein. Obwohl... Eigentlich ein bisschen merkwürdig. Wieso hat man Wein auf dem Dachboden? Den lagert man doch eigentlich eher im Keller. Na, der war aus seinem Geheimversteck. Damit hat er früher das ein oder andere Dienstmädchen verführt. Ach ja? Da bin ich ja gerade wohl noch rechtzeitig gekommen. War ein Scherz. Hey. Ich will nicht, dass du denkst, dass ich dir nicht vertraue. Ich weiß ganz genau, dass du nichts mehr mit Ansgar, also dass da nichts läuft. Oh je, das ist so eine schöne Überraschung vorbereitet. Ja. Das hätte unser zweiter Tango-Abend werden können. Das war so eine super Idee. Na gut. Ich räume ein bisschen auf, du kannst dich ja schon hinlegen. Ich habe mich noch nie aushalten lassen, noch nie. Ich verdiene mein eigenes Geld und im Gegensatz zu deiner Schwester habe ich keine reiche Familie und musste mich hocharbeiten. Kommt jetzt ein Vortrag über die Mühen der Arbeiterklasse? Da ist es ja wieder. Was? Dein dievenhaftes Temperament, meine kleine Schwester, sollte dich öfter anpumpen. Wie schön, dass du Spaß hast. Mich hat's ziemlich genervt. Als ob ich über irgendwas verfügen würde, was gar nicht mir gehört. Du darfst gerne über mich verfügen. Ich habe die kleine Diva schon richtig vermisst. Jedenfalls hat sie kein Blatt vor den Mund genommen und einfach gesagt, was sie denkt. Das hat sich echt schon lange keiner mehr getraut. Komm, ich fahr dich nach Hause. Ich will heute Nacht hier schlafen. Ich möchte endlich wieder ein normales Leben führen. Klingt gruselig, so ein normales Leben. Wann hast du denn heute Dienst? Erst heute Nachmittag. Könnten wir eine Runde Sport machen. Oder wir könnten ins Museum. Da gibt's eine neue Ausstellung über Radierung. Wenn alle Bilder ausradiert sind, dann gibt's ja gar nichts mehr zu sehen. Wen haben wir denn da? Lassen Sie sich nicht stören. Wir müssen nur ein paar Zeichnungen machen. Wollen wir vielleicht Yoga machen? Oder irgendeinen anderen Sport? Von mir aus gerne. Ach, wir könnten Tischtennis spielen. Kannst du das denn? Kann doch jeder. Okay, ich bin dabei. You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch a televangelist. It's only been a week, but
Ja, jetzt will ich doch hoffen. Wiederhören. Das ist meine Post. Ja, bitte. Und Frau Wolf, hat die sich krank gemeldet? Jedenfalls nicht bei mir. Trotzdem musst du dich um deinen Job kümmern. Mir ist was dazwischen gekommen. Aber Kim, du hättest wenigstens anrufen können. Das habe ich doch. Ich habe dich angerufen. Ich habe auch Ansgar angerufen, aber ihr wart nicht erreichbar. Keine Ahnung, was ihr da gemacht habt. Tut mir leid, dass ich die Unterlagen nicht vorbeigebracht habe. Aber mir ist was dazwischen. Zwischengekommen. Ich weiß. Schon gut. Okay, dann gehe ich mal an die Arbeit. Bis später. Sie sollten ihr nicht alles durchgehen lassen, nur weil sie ihre Tochter ist. Sie meinten, ich soll strenger sein? Schön. Dann erklären Sie mir doch mal, warum Sie heute verspätet zum Dienst erschienen sind, Frau Wolf. Na, nach den Überstunden gestern habe ich heute ein bisschen Zeit für meine Familie gebraucht. Waren ja immerhin auch sehr ergiebige Überstunden. Ja, ganz genau. Wir wissen jetzt nämlich, dass Ihr Vorfahr nicht nur ein grausamer Despot war, sondern auch eitel, selbstgefällig und anmaßend. Und dass er zur Selbstüberschätzung neigte. Vor allem, was seine Wirkung auf das weibliche Geschlecht betrifft. Wenn Sie keine weiteren Aufgaben für mich haben, dann fange ich jetzt mit der Zusammenfassung Ihrer Familienchronik an. Vergewaltigt? Oh Mann, ich hatte keine Ahnung. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich gestern ein bisschen netter zu ihr gewesen. Das war schon okay so. Und bei eurem Streit ging es wirklich nur um ein Motorrad? Auf der Maschine habe ich fahren gelernt. Fahrlehrer. Aber nicht das, was du denkst. Es war mein Chef. Wir hatten einen ziemlich schlechten Start, aber dann hat er angefangen, mich zu respektieren. Das Motorrad, das war sein Lieblingsbike. Verstehe. Mann, er ist einer von den ganz Großen. Das Motorrad war sowas wie ein Ritterschlag, dass ich dazugehöre. Und jetzt ist es Schrott. Ja. Einen ideellen Wert kann man nicht ersetzen. Früher hätte Kim das verstanden. Wie kann man sich wegen einem Motorrad so anstellen? Naja, es war ja auch ihr Motorrad. Also dafür, dass ihr euch so in die Haare gekriegt habt, nimmst du sie ganz schön in Schutz. Ich habe so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr. Ach, übrigens, was läuft denn da mit diesem Emilio? Ich muss los. Also, da läuft was. Wir sind befreundet. Bis später. Später. Und wie läuft's so bei dir und Marlene? So gut, wie es unter den Umständen laufen kann. Verstehe. Sie macht eine Therapie. Und nächste Woche will sie zum ersten Mal wieder zurück auf die Bühne. Ah, deshalb das Geklimper. Ja, wir starten ihre Solokarriere mit einem Jazzabend. Wow, klingt ambitioniert. Ich habe übrigens noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Marlene bräuchte noch ein Kleid. Wieso fragst du da nicht Sonja? Weißt du, unsere Chefdesignerin? Weil Marlene dir vertraut. Da wäre ich mir seit gestern Abend nicht mehr so sicher. Das ist Unsinn. So ein Kleid zu entwerfen, das ist eine ziemlich intime Angelegenheit. Und mir wäre es einfach lieb, wenn es jemand tut, dem Marlene vertraut. Hört sich so an, als ging es ja immer noch ziemlich mies. Sie ist auf einem guten Weg. Marlene von Lahnstein? Hallo Marlene? Alexander hier. Bitte leg nicht auf. Ich muss morgen früh ins Gefängnis. Und ich würde dich gerne ein letztes Mal sehen, um mich bei dir zu entschuldigen. Gute Nachrichten. Ich habe Rebecca überzeugt, ihr für nächste Woche ein Kleid zu entwerfen. Sie will gegen Mittag Maß nehmen. Passt dir das? Was ist passiert? Er hat angerufen. Wer, Alexander? Warum kann er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Das wird er. Morgen beginnt seine Haft, dann ist er für 5 Jahre weg. Er wollte mich sehen. Und was hast du gesagt? Ich habe einfach aufgelegt. Und danach ist mir schlecht geworden. Er kann dir nichts mehr tun, okay? Ich weiß das. Und trotzdem kriege ich Panik, wenn ich nur seine Stimme höre. Marlene, das wird aufhören, versprochen.
Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Und wenn nicht? Du musst mit deiner Therapeutin darüber sprechen. Genau deswegen gehst du zu ihr. Wie hältst du das nur alles aus? Als dein Manager gehört das zu meinen Aufgaben. zu 0. Gar nicht mehr. So, also ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Wollt ihr auch was? Gerne. Ich helfe dir. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Tischtennis spielen kannst. Noch einiges, was du nicht über mich weißt. Es gibt doch so einiges, was ihr noch nicht über mich wisst. Nämlich? Ich werde Daniel zeigen, dass ich auch Geheimnisse habe und dass ich Tricks drauf habe, von denen Helena noch nicht mal träumt. Also, technisch ist uns allen haushoch überlegen. Ja, vielleicht im Tischtennis. Wovon sprichst du? Das wirst du gleich sehen. Was hast du vor? Es gibt eine Sache, die funktioniert bei Männern immer. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich zu solchen Mitteln greifen muss. Aber die Situation lässt mir keine andere Wahl. Jetzt machst du mir ein bisschen Angst. Keine Angst. Es tut nicht weh. Also halten Sie das wirklich für eine gute Idee? Na klar, Sie etwa nicht? Aber was wollen Sie Ihren Mitarbeitern damit sagen? Dass Sie hier unter den Augen eines Tyrannen arbeiten? Dass die Gegenwart eine Facette der Vergangenheit ist. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Ist doch egal. Das klingt gut. Es gefällt Ihnen doch, sich als ehrwürdigen Edelmann zu sehen. Geben Sie es doch zu. Klar. Aber Ihnen auch. Sonst hätten Sie mich gestern wohl kaum geküsst. Ich habe Sie nicht geküsst. Sie haben mich geküsst. Ihnen hat's gefallen. Sonst hätten Sie nicht so lange mitgemacht. Lange? Das war eine Sekunde. Eine Schrecksekunde. 20 mindestens. 5 höchstens. Aber darum geht's doch gar nicht. So, worum geht's denn dann? Dieser Kuss hat nichts zu bedeuten. Okay, ja. Und das sieht Ihr Mann genauso? Oh, haben Sie ganz vergessen, ihm davon zu erzählen? Das verstehe ich gar nicht, wo der Kuss doch nichts zu bedeuten hatte. Weil es keine Konsequenzen haben wird. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Oh. Wollte noch jemand? Nee, danke. Ich muss sowieso jetzt los. Ja, ich auch. Wie jetzt? Mitten im Spiel? Es steht 17:0. Wie lange willst du denn noch spielen? Ja, dann wechseln wir halt Teams. Partnertausch. Andermal vielleicht, ja? Also bis später. Bis dann. Bis dann. Ciao. Sag mal, was sollte das denn gerade? Dieses Bild kriegt er nie wieder aus seinem Kopf raus. 2 Frauen, die miteinander rummachen, das ist doch der Traum von jedem Mann. Ja, aber trotzdem hättest du mich früher einweihen können. Ja, aber dann hättest du doch nicht mitgemacht, oder? Wahrscheinlich nicht. Siehst du? Obwohl, du küsst eigentlich nicht schlecht. Und du glaubst also, das reicht? Glaub mir, das reicht. Den habe ich im Sack. Frau Wolf, was ich Sie fragen wollte. Was halten Sie davon, wenn wir uns duzen? Nichts. Das fände ich völlig unpassend. Verstehe ich gar nicht. Ihren Vorgänger habe ich doch auch geduzt. Ja, dann hatten Sie zudem vermutlich auch ein anderes Verhältnis. Mag sein. Aber was für ein Verhältnis haben wir beide eigentlich? Sehen Sie, wir arbeiten hier zusammen, teilweise auch in ungewöhnlichen Situationen. Und da ist es hilfreich, wenn man sich mal kurz und schmerzlos die Meinung sagen kann. Oh, keine Sorge. Da habe ich keine Hemmung. Ja, aber finden Sie nicht, dass es kompletter Blödsinn, Ansgar, leichter über die Lippen geht als... Tut mir leid, das ist Schwachsinn, Herr von Lahnstein. Sehen Sie, Ansgar. Wolf. Angenehm. Freut mich, dass du einverstanden bist, Victoria.
Weinsberg? Alexander, hier ist Marlene. Marlene, danke, dass du anrufst. Ich habe noch mal nachgedacht wegen eines Treffens. Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Ich würde dir gerne noch einmal sagen, wie leid es mir tut. Von Angesicht zu Angesicht. Und vielleicht kann ich dir auch erklären, wie es dazu kommen konnte. Das brauchst du nicht, ich war dabei. Alexander, ich möchte dich nie wiedersehen. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Und wenn du glaubst, dass ich dir verzeihe, ich bin wirklich sehr froh, dass du im Prozess gestanden hast. Aber trotzdem kann ich dir nicht verzeihen. Und deshalb will ich nie wieder was von dir hören. Das hast du sehr gut gemacht. Es hat sich auch sehr gut angefühlt. Obwohl mir immer noch übel ist. Trotzdem, ich hoffe, damit ist jetzt endlich alles vorbei. Hey. Hi. Was machst du denn da? Backst du etwa? Ja, Apfelkuchen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. Naja, so schwer kann es ja nicht sein. Und ich dachte mir, man sollte öfter mal was Neues ausprobieren. Außerdem entdecke ich ja vielleicht Seiten an mir, die ich noch gar nicht kenne. Und dann kriege ich gar nicht mehr genug davon. Aha. Welchen Kuchen magst du denn am liebsten? Egal, also eigentlich mag ich alles. Ich auch. Hauptsache mit Liebe gebacken. Und am besten schmeckt er ja, wenn er ganz frisch aus dem Ofen kommt und noch ganz warm und feucht ist. Magst du mal probieren? Nein, danke. Solltest du aber. Oh. Gut, und ich finde nie einen Parkplatz. Hi. Hey, Schatz. Was geht denn hier ab? Jessica versucht, einen Apfelkuchen zu backen. Ihr dürft gern probieren, wenn er fertig ist. Schade, dass wir schon gegessen haben. Naja, der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. Nicht wahr? Bitte nicht. Das kann nicht sein. Und Victoria, wie gefällt Ihnen Ihr neuer Job? Ja, recht gut. Obwohl es auch ziemlich anstrengend ist. Ich krieg's ja kaum noch zu Gesicht, so viel Überstunden muss sie machen. Und dann auch noch an so ungewöhnlichen Orten. Ja, ich habe schon gehört, dass Sie auf unserem Dachboden eingesperrt waren, als Sie gestern Abend Ahnenforschung betrieben haben. Ja, wir haben einige interessante Dinge gefunden. Unter anderem eine Chronik aus dem 17. Jahrhundert. Ah, da ist er ja. Ich brauche deine Unterschrift. Oskar, ich esse gerade. Keine Sorge, niemand erwartet Multitasking von dir. Wirk es runter, unterschreib dann. So, wenn du uns bitte alleine lassen würdest. Nur zu gern. Allerdings hätte ich vorher noch ein paar Worte mit meiner persönlichen Referentin zu wechseln. Victoria, würdest du bitte nach deiner Pause in mein Büro kommen? Wir haben einen umfangreichen Etat zu kalkulieren. Ja, Ansgar, gern. Ja, wir haben ja später den Termin. Ich komme dann. Sehr schön. Guten Appetit noch. Seit wann duzt ihr euch denn? Ja, er hat es mir angeboten. Das konnte ich wohl schlecht ausschlagen. Vielleicht erleichtert es ja auch die Zusammenarbeit. Ist sie auch nicht. Sie wusste auf jeden Fall Bescheid über den Termin. Du, ich verstehe gar nicht, warum du dich so wunderst. Marlene hat sich eben kein bisschen verändert. Es muss irgendetwas dazwischen gekommen sein.
Kann ich hier vielleicht schon mal ein Kleid von ihr geben oder irgendwas zum Maß nehmen? Du, wenn ihr die Garderobe für einen Auftritt nicht wichtig ist, dann... Rebecca, Marlene geht es nicht gut. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass sie mich versetzt. Sie macht gerade wirklich eine schwere Zeit durch, also bitte nimm's nicht persönlich. Alles in Ordnung? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Okay, was kann ich dir bringen? Marlene, ist wirklich alles gut. Du bist auch ein bisschen blass. Bringst du mir bitte einen doppelten Whisky? Sicher. Seit einer halben Stunde sitzen wir jetzt hier und warten. Ich habe eigentlich was Besseres zu tun. Hör zu. Marlene ist gestern von ihrem Vergewaltiger angerufen worden. Er wollte sich mit ihr treffen. Sie ist völlig durch den Wind. Das tut mir leid. Ich nehme es auch nicht persönlich. Aber sie hätte doch wenigstens absagen können, findest du nicht? Ich versuch's noch ein letztes Mal, okay? Verdammt nochmal, wo ist es? Sie hat mich weggedrückt. Du, vielleicht will sie auch einfach nicht, dass ich ihr Kleid designe. Du nimmst es also doch persönlich. Ich habe eben keine gute Erinnerung an unsere Zusammenarbeit. Hey, sie will was von mir und nicht umgekehrt. An deiner Stelle würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Du musst nicht nackt hier rumrennen. Daniel schläft. Vielleicht weckt ihn ja der Duft von meinem Kuchen auf und dann kann ich nur hoffen, dass mir nicht aus Versehen das Handtuch verrutscht. Ja, das hoffe ich auch. In deinem Interesse. Aber Moment mal, du stehst doch jetzt auf Frauen? Mach dir keine falschen Hoffnungen. Danke der Nachfrage, aber ich bin mit Daniel sehr gut ausgelastet. Aber er vielleicht nicht mit dir? Das riecht aber gut. Er riecht nicht nur gut. Er schmeckt auch gut. Wow. Ach, du bist ja auch noch da. Möchtest du auch ein Stück vom Kuchen? Klar. Das gefällt dir, oder? Oh ja. Alles in Ordnung? Ja, ich hab... Sag mal, was riecht denn hier so? Oh nein, 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 nein! Oh nein, verbrannt. Oh nein. Hey, vielleicht wird beim nächsten Kuchen alles anders. Olli. Marlene, ich glaube, du hast jetzt wirklich genug. Hm?
Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, setz dich, was willst du trinken? Sorry, ich komme die Tage noch mal vorbei, okay? Okay. Sehr schön, dich hier zu sehen, wo wir doch ganz woanders verabredet waren. Und jetzt redest du nicht mal mit mir? Super. Du, sag mal, wie viel hat sie schon Intus? 4, 5. Entschuldige. Was ist los? Marlene, was ist passiert? Hat er dich wieder angerufen, dieser Alexander? Was ist es dann? Wieso lässt du dich hier am helllichten Tag volllaufen? Mein Bruder macht sich Sorgen, okay? Ich bin schwanger. Von dem Typen, der mich vergewaltigt hat. Forbidden love goes straight to your heart.